Ich bin komplett sprachlos. Vor 365 Tagen konnte ich mir garantiert noch nicht vorstellen, wie mein Leben jetzt gerade aussieht. Ich konnte mir generell überhaupt nicht vorstellen, wieder allein loszureisen. Das war alles sehr weit weg von mir. Das Jahr begann für mich in einer ganz anderen Szenerie, nämlich am Tiny House im Wald. Die ersten Schritte auf frischem Schnee sind immer so cool. Es war für mich wieder der erste Winter in Deutschland nach meiner Überwinterung im Jahr zuvor in Spanien. Und ich hatte mich wirklich gefreut auf die kalte Jahreszeit in Deutschland an unserem kleinen Häuschen. Und ich hatte Glück, denn es gab wirklich wundervolle Schneetage. Mein persönliches Highlight war Langlaufen, das hatte ich mir so sehr gewünscht, und Schlittschuhlaufen auf einem zugefrorenen See. Das hatte ich nämlich seit meinem Winter in Finnland nicht mehr gemacht und sehr vermisst. Oh, das ist das Schönste, was ich seit langem gemacht habe. Ich bin sehr, sehr happy gerade. Aber als der Schnee geschmolzen war und es trüb wurde, hat sich der deutsche Winter dann aber doch echt gezogen. Die anfängliche Winterromantik wurde so richtig von der Realität eingeholt, in der es einfach wochenlang grau und matschig war. Ein echter Lichtblick war dann, dass Jascha und ich zusammen die Küche gebaut haben. Generell dachten wir, dass wir mehr Renovierungsarbeiten am Haus schaffen können im Winter. Aber wegen den geringen Temperaturen kam das überhaupt nicht in Frage. Bei der Küche haben wir auch Sachen verklebt und selbst das war schon ein Problem, weil das super schlecht getrocknet ist. Über die Küche hatte Jascha sich lange Gedanken gemacht und wir haben sogar einen Weg gefunden, dafür unsere alten Dielen zu recyceln, die vom Fußboden übrig geblieben sind. Das sieht schon richtig, richtig gut aus und jetzt kommt noch unser Highlight, die Arbeitsplatte drauf. Das war echt mal wieder ein notwendiges Erfolgserlebnis gewesen, nachdem die Renovierung in der Zeit davor ein bisschen stagniert ist. Die Küche hat dann aber wirklich ein Riesenstück Komfort ins Haus gebracht. Davor gab es ja nur die Außenküche und jetzt war es auch im Haus endlich gemütlicher und die kalten Tage um einiges mehr erträglich. Jascha und ich haben die graue Zeit genutzt und auch viel am Online-Shop gearbeitet. Gerade Jascha hat generell dieses Jahr viele hunderte Stunden in der Werkstatt verbracht, um Ohrringe, Messer und Rückspiegelanhänger für den Shop zu produzieren. Den Link zum Shop findest du wie immer in der Infobox. Da kann ich uns beiden echt rückblickend auf die Schulter klopfen, dass wir so viel Energie und Zeit da rein investiert haben, kontinuierlich das gesamte Jahr über. Toll an handwerklichen Arbeiten für mich ist immer, dass man am Ende halt auch was in der Hand hat, also ein Endergebnis quasi. Das bleibt ja bei meiner Videoschneiderei immer ein bisschen aus, da hat man zwar ein digitales Endprodukt, aber es gibt halt nichts zum Anfassen. Ich habe mir Anfang des Jahres generell echt schwer getan mit den YouTube-Videos. Meine Kreativität hat unter den grauen Tagen gelitten und es fiel mir teilweise echt schwer, mich zu motivieren. Ich hatte dann das Bedürfnis, neue Ventile für meine Kreativität zu finden und habe da ein paar kleine Renovierungsprojekte mit schönen bunten Farben umgesetzt, die mich auf jeden Fall so ein bisschen bei Laune gehalten haben. Im März stand dann meine kleine Reise nach Tschechien an. Da habe ich ein paar Tage alleine in einem Bauwagen irgendwo im Nirgendwo verbracht. Ich hatte mir das Anfang des Jahres fest vorgenommen und direkt gebucht, damit ich das auch wirklich mache. Das war für mich das erste Mal nach längerer Zeit wieder eine Reise und dann auch noch alleine. Und es hat mich etwas beruhigt, dass ich es noch kann, also das Reisen, und dass ich es nicht verlernt habe und dass es mir weiterhin Spaß macht. Es ist heute das erste Mal in diesem Jahr, dass ich Lust habe auf Limonade und nicht auf Tee. Das heißt, der Frühling kommt. Es ist hier die letzten Tage einiges passiert. Es sprießen Blüten aus dem Boden und der ganze Ort erwacht wieder viel mehr zum Leben. Die Vögel zwitschern. Also es ist wirklich krass, was so ein paar Tage ausmachen. Als ich dann zurückkam, ist der Frühling eingetroffen und ich habe mich sehr gefreut. Zum einen mehr Sonnenstunden zu haben und zum anderen, dass ich mit dem Gärtnern beginnen konnte. Ich habe verschiedene Samen gekauft und angefangen, Pflanzen selbst vorzuziehen. Ich war richtig vorfreudig und habe den ganzen Garten aufgeräumt.
Ich freue mich voll, dass ich an dem Gartenthema gerade so ein bisschen Spaß finde. Ich war nämlich zugegebenermaßen den Winter irgendwie so ein bisschen hobbylos hier. Das hat mich ein bisschen angenervt, dass ich irgendwie nicht so richtig so eine Passion hatte oder irgendwas, woran ich gerade so Freude hatte, das irgendwie einfach weiterzumachen und zu gucken, was dann passiert so. Es ist schön, mal wieder irgendwie so Interesse für was zu entwickeln. Keine Ahnung, ob ich das alles richtig mache, aber es ist für mich schon das größte Wunder, dass aus diesem Samen, den ich da reingeschmissen habe, überhaupt schon so ein Ding gewachsen ist. Zusammen mit Jascha habe ich dann auch noch das Gewächshaus gebaut, damit ich da möglichst viel anbauen kann. Die Idee hinter diesem Video war, dass ich viele Jahresrückblicke auf Instagram gesehen hatte und man tendiert ja dann dazu, wenn man so einen Jahresrückblick schneidet, dass man eben das Jahr als Summe der Highlights darstellt. Aber ich dachte mir, dass zu meinem Jahr nicht nur die Höhepunkte gehört haben, sondern auch vieles dazwischen. In dieser Zeit, in der ich auch mit dem Gärtnern angefangen habe, war ich mit einer Sache besonders verzweifelt, was man in meinen Videos nie gesehen hat. Und das war meine Buchhaltung bzw. die Sache mit den Steuern. Das nur mal so als kleine Erinnerung, dass natürlich noch viel mehr passiert ist, als man in meinen Videos sieht, aber vieles ist natürlich einfach privat. Eine glorreiche Idee von mir im letzten Jahr war dann, mir einen Steuerberater zu suchen. Und das machte die Sache dann um einiges einfacher und war wirklich auch eine wichtige Lektion für mich, dass man sich einfach auch Hilfe holen sollte, wenn man nicht weiterkommt. Ich bin halt schon eher Autodidakt und will am liebsten alles selbst machen und selbst können, aber gerade bei Steuern ist es einfach besser, wenn ich das nicht mache. Vom Frühjahr in den Sommer über gab es eine Menge zu tun am Tiny House. Es war richtig toll, so viel draußen zu sein und Projekte zu machen. Und das ist eben dann auch eine Sache, bei der ich mir dann wieder im Klaren darüber bin, wie sehr ich meinen Job liebe. Es hat mir so viel Spaß gemacht, das alles zu filmen. Die Sonne kam jeden Tag ein bisschen länger vorbei und wir hatten das schönste Licht auf dem Grundstück. Und auf der einen Seite konnte ich mir keinen schöneren Ort vorstellen für mich, aber trotzdem gab es da auch ein bisschen Fernweh, gerade eben auch, weil ich weiterhin in der neuen Gegend, in die ich gezogen bin, nicht viele neue Freunde gefunden habe. Da hatte ich aber auch keinerlei Verpflichtungen oder Termine und eben auch so ein bisschen Hummeln im Hintern. Da wollte ich gerne mein Wohnmobil wieder in Gang bringen. Das hat aber erstmal leider nicht so geklappt. Sehr aufregender Moment gerade. Ich sitze jetzt im Wohnmobil und gucke mal, ob es anspringt. Okay. Was ist los? Warum geht's jetzt nicht mehr? Es kann doch nicht sein, dass ich nicht weiß, wo der Anlasser in meinem Auto ist. Das ist einfach nicht tragbar. Wenn man so ein Ding besitzt, sollte man das echt wissen. Also ich glaube, der Anlasser ist dieses Teil hier. Daher habe ich kurzerhand meinen Audi geschnappt, eine Matratze reingeschmissen und war damit 2 Wochen unterwegs, wieder in Tschechien. Da hatte ich auch ein bisschen Zeit nachzudenken und kam zu der Entscheidung, dass ich jetzt erstmal wieder weniger Tiny House Videos machen möchte, sondern wieder mich mehr dem Projekt Wohnmobil widmen möchte. Bei mir hat es sich so ein bisschen das Problem entwickelt, dass die Grenzen von Arbeit und Privatleben immer mehr verschwommen sind. Ich habe halt einfach immer gefilmt, wenn wir was am Haus gemacht haben und mir fiel das irgendwie schwer, eine Balance zu finden, einfach mal den Moment zu genießen und was für mich zu machen, im Garten zum Beispiel, sondern ich hatte dann oft immer so ein bisschen den Zwang, alles filmen zu müssen. Das heißt jetzt nicht, dass nie wieder Tiny House Videos kommen, aber ich habe da in der Zeit einfach ein bisschen den Fokus verloren, was ich am Tiny House überhaupt zeigen will. Und daher kam mir der Tapetenwechsel ganz recht und ich begann meine Renovierungsserie am Wohnmobil. Mein Wohnmobil stand davor lange rum, fast 1,5 Jahre habe ich es nicht benutzt. Und es war mir Hauptsache ein Klotz am Bein, weil es einfach ein riesiger Gegenstand ist, der ständig Pflege braucht. Das sind irgendwie gerade ein bisschen viele Baustellen gleichzeitig. Ich habe da gemerkt, dass ich mittlerweile echt wieder viel Zeug angesammelt habe und mir dieser ganze Besitz nicht nur von Vorteil ist, sondern es macht auch alles etwas unflexibel. Ich habe mit der Renovierung begonnen im August und der ursprüngliche Plan war dann Mitte September auf meine Reise aufzubrechen und dieser Plan ging sowas von überhaupt nicht auf. Ja, es hat auch alles irgendwie ein bisschen länger gedauert, als ich das geplant hatte, aber man muss sagen, dass ich es an gewissen Stellen auch gerne etwas herausgezögert habe, weil ich auch ein bisschen Respekt vor einem erneuten Aufbruch hatte. Ich habe jeden Tag darauf hingearbeitet, dass mein Wohnmobil fertig wird und ich auf die Reise los kann. Aber auf der anderen Seite konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, mich wieder einfach in dieses Auto zu setzen und loszufahren.
Die ganze Reise erschien mir wie ein riesiger Berg vor mir. Und ich glaube, auf YouTube sah das wahrscheinlich einfach so easy aus, dass ich mich einfach ins Auto gesetzt habe und bin dann nach Albanien gefahren. Aber so einfach war das auch für mich nicht. Die Renovierung hat mir geholfen, mich jeden Tag wieder ein bisschen mehr ans Wohnmobil zu gewöhnen. Und Schritt für Schritt habe ich mich dann auch an den Gedanken gewöhnt, wieder aufzubrechen und unterwegs zu sein. 2 Tage bevor es losging, hatte ich dann aber echt nochmal Panik. Und Jascha sowie meine Schwester haben mir da echt geholfen, dass ich dann doch noch losgefahren bin. Skurrilerweise waren dann noch alle Zweifel weg, nachdem ich einmal im Auto saß. Ich bin den ersten Tag direkt 11 Stunden am Stück gefahren und auch die Tage danach saß ich jeden Tag stundenlang einfach im Auto. Und es war aber auch so ein richtiges Kopffreifahren und am Anfang fand ich das noch anstrengend, so lange am Steuer zu sitzen. Aber ich habe es dann auch recht schnell genossen, dass meine einzige Aufgabe für diese Tage war, aufs Gaspedal zu drücken und ein bisschen zu lenken. Back on the road! Die Wochen, bevor ich losgefahren bin, war es schon auch ein bisschen stressig, weil wir für das Weihnachtsgeschäft, für den Onlineshop alles vorproduziert haben. Und die ersten Tage der Reise ist das alles so Stück für Stück so ein bisschen von mir abgefallen. Das Kitschi, bitte, Ja, ja, bitte, ja. bitte. Und ich habe Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Kroatien durchquert und schlussendlich die EU verlassen. Und das war ein richtig großer Schritt für mich. Auch wenn in den ersten Tagen nicht alles gut lief. Hab gerade echt keinen Bock mehr auf Bosnien, muss ich sagen. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hab mich schon wieder verarschen lassen. Ich habe mich nicht unterkriegen lassen und war absolut bereit für jedes Abenteuer, das da kommen mag. Unterwegs zu sein und neue Orte zu entdecken, hat mich sehr glücklich gemacht. Ich habe mich in Albanien mit einer Freundin getroffen und direkt anschließend auf einem Campingplatz wieder nette Leute kennengelernt, mit denen ich dann weitergereist bin nach Griechenland. Und das war für mich wirklich eine große Überraschung an dieser Reise. Ich bin nämlich damals nach Deutschland zurückgefahren von Spanien aus, um wieder mehr an einem sozialen Konstrukt teilzunehmen, weil ich mich auch auf Dauer ein bisschen einsam gefühlt habe. Und ich wollte einfach wieder mehr Menschen um mich haben. In Deutschland hatte ich dann auch eine schöne Zeit mit meiner Familie und habe mich auch gefreut, mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber so richtig neue Freunde oder Anschluss habe ich halt leider nicht gefunden. Gerade auch, weil ich davor so lange unterwegs war und sich einige Kontakte einfach auch verloren haben. Und dann fahre ich wieder tausende Kilometer weit weg von zu Hause und finde auf einmal Leute, mit denen ich mich einfach richtig gut verstehe. Das war einfach eine richtig tolle Erfahrung und ich bin da sehr dankbar drüber. Und wenn ich auf das Jahr zurückschaue, war es unglaublich facettenreich. Es gab Monate, in denen ich voll und ganz eingetaucht bin in den Garten und in die Arbeiten am Haus. Dann war da der Sommer mit vielen kleinen Ausflügen, die den Samen gesät haben für meine neue Reise. Und schlussendlich nach der Renovierung des Wohnmobils dann der Aufbruch in ein neues Abenteuer. Eine Sache, die mich durch das Jahr gebracht hat und mich eigentlich immer durch alles in meinem Leben bringt, ist mein Durchhaltevermögen. Kontinuierlich an Dingen zu arbeiten und nicht aufzugeben, bringt mich persönlich einfach immer ans Ziel. Ich bin zwar ein ungeduldiger Mensch, aber wenn ich was machen will, wie diese Reise, dann mache ich das in der Regel auch. Und ich mache das vielleicht nicht von heute auf morgen, aber ich nähere mich in kleinen Schritten diesem Ziel an und springe dann im richtigen Moment ins kalte Wasser. Und darauf kommt es ja an. Man sagt ja so schön, das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Und das ist auch so die einzige Sache, die ich mir fürs neue Jahr vornehme. Nicht so vom einen zum anderen zu hetzen, sondern mir die Zeit zu nehmen für alles, was jetzt gerade wichtig für mich ist.